Die letzten Worte Goethes sollen gewesen sein: mehr Licht. So mancher Wehrmachtsgespannfahrer hat den gleichen Satz im Kopf. Mehr Licht wäre schön. Die 6-Volt-Anlage bietet aber nicht so viel. Wir sollten mit Licht auch am Tag fahren. Eine 6-Volt-Anlage, die nicht so besonders eingestellt ist und nicht richtig funktioniert, bringt auch nur ein schwaches Licht. Eine gut gepflegte und eingestellte 6-Volt-Anlage bringt dann schon das normale Fahrlicht. Es gibt auch heute LED, die man einbauen kann. Durfte man aber nicht, so viel ich weiß, aber es geht, es bringt noch mehr Licht. Da zählt dann der Satz Watt, Volt, Ampere. Da können wir das danach ausrechnen. 6 Volt, 8 Ampere Batterie ergibt 48 Watt. Aber das ist nicht das Ausschlaggebende allein, denn wenn wir fahren, sieht das ja anders aus. Berechnen wir einmal die Verbraucher. Wir haben also Hauptscheinwerfer, Standlicht, Seitenwagenleuchter, Rückleuchte. Das würde bei einer 25er Birne 34 Watt ergeben. Das wäre die minimale Leistung 5,6 der Lichtmaschine. Das ist machbar. Haben wir aber eine 35 drin, was viele haben und was ein Fehler ist, dann hätten wir 7,4 Ampere Lichtmaschinenleistung notwendig. Und das ist schwieriger. In der Praxis sieht es dann so aus, dass langsam das Licht dunkler wird. Und das befriedigt uns dann überhaupt nicht. Es besteht auch die Möglichkeit, eine nur 8 Watt starke LED-Leuchte einzubauen. Aber das ist noch nicht so richtig offiziell zulässig. Heute wollte ich einmal einige Tipps über die Lichtmaschine geben. Und zwar nicht, wie man sie repariert, wie man sie aufbaut und so weiter, sondern im Betrieb. Weil da werden jede Menge Fehler immer gemacht. Mal läuft sie nicht, sie hat doch zuletzt noch gelaufen und jetzt nach dem Winter kein Strom, nichts mehr. Da gibt es viele Teile, die da zu beachten sind. Und genauso gut ist es zu beachten, wenn man das erste Mal sie aufbaut, dass man sie richtig aufbaut. Vielfach wird das einfach verkannt, weil man das am Motor testet. Ihr habt keinen Prüfstand, wie wir hier den Prüfstand haben, wo wir das vernünftig drauf prüfen können. Also gehen wir das mal an. Da haben wir also einmal den Anker. Und daneben, das hier ist die Lichtmaschine, das Gehäuse mit Wicklungen, Polschuhen, Reglern, Kohlen und so weiter. Wir messen erst einmal den Außendurchmesser des Ankers. Da stellen wir fest, 77,8 mm. Das ist so das gängige Maß. Jetzt messen wir den Innendurchmesser der Lichtmaschine zwischen den Polen. Hier messen wir jetzt 69 plus die 10 mm, da wir außen messen, und das ergibt eine Differenz von 1,2 mm oder 0,6 mm zwischen Pol und Anker. Das ist ausreichend. Zwischen Polschuh und Ankerlamellen. Jetzt probieren wir einmal, den Anker in das Lichtmaschinengehäuse zu setzen. Wir stellen fest, also rein theoretisch müsste er hervorragend passen, er hat Luft ausreichend. Wichtig ist, dass in Fahrtrichtung links ist Masse, rechts sind die Pluskohlen. Die Pluskohlen und die Minuskohle drücken wir hoch und klemmen sie seitlich fest. Dann sieht das so aus. Sonst kann man sie ja nicht aufbauen gleich. Wir nehmen auch zusätzlich eine Batterie, damit wir eine Leistung haben, die abgenommen werden kann. Und darum stellt sich unser Manometer, unser Voltmeter auf 6,3 ein. Dann können wir nun einmal den Anker montieren. Das ist natürlich hier bei uns alles viel einfacher, einfach anzuschrauben. Ihr müsst das ja dann alles am Motorrad direkt machen. Und das hat auch seinen Nachteil. Hier wird jetzt die Lichtmaschine aufgesetzt. Kohlen sind beide hochgeschoben, das ist ganz wichtig. Noch ein kurzer Schlag, denke ich, damit sie fest sitzt. Und das ist ein Zeichen, ja genau, dass sie auch passend ist. Und jetzt die Kohlen herablassen, das ist ganz wichtig, nachdem die Lichtmaschine natürlich festgeschraubt wurde. Jetzt kommt der erste Versuch mit der Prüflampe. Die Lichtmaschine bringt also ihre Leistung. Wie viel sie bringt, können wir gleich oben sehen.
Die Lichtmaschine bringt 7,4 Volt mit angeschlossener Batterie und voller Scheinwerferbeleuchtung. Der Aufbau und der Versuch könnte sich aber auch so anhören. Bereits eine kleine Außermäßigkeit von Polschuh und Anker führen dann zu diesem schrappenden Geräusch und es erhitzt den Polschuh und den Anker, der sich dann sogar auslöten kann. Man kann vielleicht etwas hier so die Hände drauf halten und versuchen festzustellen, wo erzeugt er Hitze. Aber das ist natürlich eine Erfahrungssache. Hier stelle ich fest, dass er sich erwärmt im unteren rechten Bereich. Also schauen wir mal. Wir bauen jetzt die Lichtmaschine wieder ab. Das geht relativ einfach zu vom Gehäuse. Dann kann man die Lichtmaschine abnehmen. Und da sehen wir auch schon die Schleifspur. Im hinteren Bereich am Polschuh. Am Anker das gleiche Dilemma. Auch hier hat er geschliffen und das erzeugt natürlich Hitze und der Anker kann sich dann total zerstören. Auch die Lamellen verschieben sich. Das ist schon ein großes Problem. Jetzt kommt erstmal, wie demontiere ich den Anker? Also mit diesem Gerät machen es viele und darum kann ich auch immer wieder viele Anker verkaufen, weil dabei wird der Anker zerstört. Dann gibt es noch die Möglichkeit mit dem Hammer. Das ist genauso idiotisch. Es ist doch so einfach, den Anker abzubauen. Man muss nur wissen, wie es geht. Und richtig ist, man nehme einen 20 bis 25 mm, 10 mm Bolzen oder Stahlstift, drücke ihn in die Bohrung des Gewindes und nun dreht man wieder die Ankerschraube ein. Es ist doch nämlich ein Doppeltgewinde. Und ganz einfach lässt sich der Anker nun abnehmen. Noch ein kleiner Dreh und, na komm, mach schon. Da haben wir ihn. Jetzt kann man den Bolzen rausnehmen. Und hier sehen wir jetzt den Anker, dass er angelaufen ist. An verschiedenen Stellen. Die Elektrobleche haben sich schon verschoben. Das wird natürlich irgendwann dann kritisch und die Polschuhe sind auch beschädigt. Die Polschuhe müsste man nacharbeiten und den Anker ganz zart überdrehen. Hier stellen wir dann noch fest, an dieser Lichtmaschine, dass das Kabel schlecht gelegt war. Es hat schon einen leichten Kabelschaden verursacht, muss also auch repariert werden. Das Motorrad wurde abgestellt vor dem Winter, Lichtmaschine funktioniert hervorragend, jetzt gestartet im Frühjahr, Lichtmaschine funktioniert nicht. Woran liegt es? Diese Frage erreicht mich jedes Mal im Frühjahr, öfter. Also simulieren wir das einmal. Wir bauen die Lichtmaschine auf, wir haben sie angeschlossen an der Batterie, die zeigt 6,3 Volt. Und jetzt lassen wir die Lichtmaschine laufen. Dass das Licht angeht, liegt, dass der Strom von der Batterie kommt. Aber wir haben keinen Strom an der Kohle. Das ist die erste Prüfung. Kein Strom an der Kohle. Also das heißt, die Lichtmaschine bringt nichts. Wir müssen die Polschuhe remagnetisieren. Und das ist ganz einfach. Wir nehmen ein Kabel, hängen es auf einer Seite an den Pluspol der Batterie und tippen jetzt ganz leicht 2-3 Mal auf die Pluskohle. Seht ihr oben, wie sich das verändert, dass er also den Stromstoß bekommt. Jetzt haben wir wieder einen geringen Magnetismus in den Polschuhen. Und der reicht für die selbsterregende Lichtmaschine aus. Warum? Das erkläre ich euch gleich. Wir testen jetzt erstmal und siehe da, ein bisschen mehr Gas geben, da sieht man schon an der Lampe, sie leuchtet auf und die Prüflampe auch. Und schon ist das Problem gelöst. Wir haben wieder Licht. Ganz einfach, wenn man weiß, wie. Die Selbsterregung, wie funktioniert sie? Also da gehen wir mal, wie eine Feuerzangenbowle der Ranchprofessor Schnauz sagte, da stellen wir uns mal ganz dumm. Und um klug zu werden, hier einfach mal ein Beispiel. Anker und Polschuh. Einfach schematisch mal so dargestellt. Wickelt man um den Polschuh ein Kabel und legt ein Plus an, dann erzeugt das einen Magneten. Jetzt haben wir die selbsterregende Lichtmaschine. Wie kommt die auf Strom? Denn in Wirklichkeit ist es kein Magnet, sondern nur der Strom kommt dorthin. Nehmen wir einmal an, zu Anfang sind es nur 0,2 Volt, die das bisschen Magnetismus erzeugt, was aber zum Beispiel fehlen könnte.
Legen wir die wieder an und lassen die durch die Wicklung laufen, haben wir 0,4, 0,6, 1,5 und das geht dann hoch, bis dass wir die eingestellte Reglerzahl erreicht haben. Und dann schaltet der Regler ab. Das ist eine selbsterregende Lichtmaschine. Aber ganz zu Anfang muss er ein ganz klein bisschen Magnetismus haben. Und den haben wir ihm eben gegeben. Ja. Ja, ich hoffe, es hat euch irgendwo an Informationen etwas gegeben und wenn es gefallen hat, das übliche Daumen hoch. Ansonsten gute Fahrt allzeit. Bis dann und Licht mit Licht. Tschüss.